Wir wollen nicht nur bei Ibn Masud bleiben. Ein umgekehrtes Beispiel ist der Korankodex von Ubay. Von Ubay wird in Sahih Bukhari gesagt, dass Ubay der Beste im Rezitieren des Korans war. Doch einiges von dem, was er rezitiert hat, haben die Muslime weggelassen. Zu Ibn Masuds Korantext wurden also Suren hinzugefügt, bei Ubays Korantext wurden Suren weggelassen. Bei der Frage, was kommt rein, was nicht, waren die frühen Muslime sich also in beide Richtungen uneinig. Der heutige Koran hat 114 Suren. Bei Ubay waren zusätzlich 2 Suren enthalten, also 116 Suren. Das erfahren wir aus verschiedenen Quellen. Einige sind von Muslimen nicht als authentisch eingestuft, andere wiederum sind als authentisch eingestuft. Wir lesen aus Sahih Bukhari. Unser bester Koranrezitierer ist Ubay. Unser bester Richter ist Ali. Dennoch haben wir von dem, was Ubay rezitiert hat, etwas weggelassen. Ubay sagt, ich lasse nichts, was ich von Allahs Apostel gehört habe. Und dann zitiert er aus Sure 206, dass Allah Verse vergessen lässt und dass Allah bessere Verse hinzufügt. Das bedeutet, der Beste, der den Koran rezitieren konnte, Ubay, hatte eine andere Version des Korans. Ubay wollte nicht aufhören, seine zusätzlichen Korantexte zu rezitieren. Die frühen Muslime bemerkten diesen Widerspruch und es war ein Problem für sie. Wie reagierten sie? Als Erklärung wurde aus Sure 2, Vers 106 zitiert, dass Allah es ist, der Vers aufhebt oder vergessen lässt und bessere Verse hinzufügt. Einige Muslime sprechen hier von Abrogation. Dazu kannst du vieles im Internet lesen. Doch war es wirklich der Wille Allahs oder der Wille von einigen Menschen, dass diese Verse nicht in den Koran hineingekommen sind? In den 114 Suren des heutigen Korans lesen wir nicht, dass die Verse von Ubay aufgehoben sind. Hätten die Muslime nicht mehr auf ihn hören sollen, weil er am besten rezitieren konnte, anstatt der Koranversion von Usman und Said zu vertrauen? Und man kann hier auch nicht davon sprechen, dass Korantexte vergessen wurden. Ubay, Umar und andere konnten sich ja noch daran erinnern. Said und Uthman haben die Suren, die er rezitiert hat, nur nicht in den Koran aufgenommen, obwohl Ubay es vorgeschlagen hat. Jetzt könnten Muslime sagen, Ubay war nur eine Person, man braucht mehrere Zeugen, damit ein Korantext aufgenommen wird. Aber in anderen Fällen hat Said auch Korantexte akzeptiert, wenn nur ein Zeuge gefunden wurde. Übrigens lesen wir in anderen Überlieferungen, dass Ubays Koran der Standardkoran in Syrien gewesen sein soll. Bis auch hier Uthman die Korantexte verbrennen ließ. Halten wir fest, von den 4 Personen, die von Mohammed empfohlen wurden, haben 2 einen anderen Koran und der Koran, den Muslime heute lesen, wurde von Leuten zusammengestellt, die nicht als Korankenner vorgeschlagen wurden. Und es handelt sich nicht nur um verschiedene Dialekte oder Schreibweisen, sondern um ganze Kapitel, die fehlen oder hinzugefügt wurden. Wie kann man trotzdem glauben, dass der Koran perfekt überliefert wurde? Wenn dich das interessiert, hier sind weitere Videos zum Koran und zu der Bibel.